Das ist Takoyaki. Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki und heute zeige ich euch mein Rezept von Takoyaki. Takoyaki ist mit Oktopus gefüllten Teigbällchen aus Osaka. Das ist Takoyaki. Tako bedeutet Oktopus und Yaki bedeutet Braten, also gebratene Oktopusbällchen bzw. Oktopus-Dumpling. Dieses Gericht stammt aus Osaka und Takoyaki ist innerhalb in Japan sehr berühmt. Da ich aus Osaka komme, ist Takoyaki also ein Gericht meiner Heimatstadt. Ihr merkt möglicherweise kein Oktopus, aber keine Sorge, ich zeige euch in diesem Video, welche Alternative statt Oktopus es gibt. Übrigens, ich habe für 10 Monate bei einem Takoyaki-Restaurant in Osaka gearbeitet, also kann ich theoretisch Takoyaki sehr gut braten. Dann schauen wir mal uns an, wie man Takoyaki braten kann. Dann, los geht's! Zuerst stelle ich euch mein Takoyaki-Gerät vor. Hier habe ich 2 Takoyaki-Geräte. Einmal ein elektrisches Takoyaki-Gerät und ein Takoyaki-Gerät mit Gas. Welchen Unterschied gibt es zwischen diesen Takoyaki-Geräten? Ja, ein elektrisches Takoyaki-Gerät hat keine Hitzeeinstellung. Hier gibt es einen Button und man kann nur hier einschalten und ausschalten. Also es gibt keine Hitzeeinstellung, deswegen kann man nicht so gut Takoyaki braten. Außerdem sind diese einzelnen Kugeln kleiner als normaler Takoyaki-Gerät. Im Vergleich zu dem elektrischen Takoyaki-Gerät kann man mit diesem Takoyaki-Gerät mit Gas sehr gut Takoyaki braten. Hier gibt es eine Hitzeeinstellung, also Feuereinstellung. Kann man Feuer stärker oder weniger einstellen. Das ist sehr wichtig beim Takoyaki-Braten. Idealer Takoyaki ist meistens draußen knusprig und drinnen ist weich. So muss das sein und das kann man mit Gas-Takoyaki-Gerät realisieren. Und das ist ein Takoyaki-Blech für Gas. Ja, diesen Blech hat 16 Löcher, also Kugeln, und einzelne Kugeln sind groß und ein bisschen tiefer, deswegen kann man großen Takoyaki braten. Ja, Links für diese Takoyaki-Geräte in der Videobeschreibung geschrieben, damit ihr schnell Takoyaki-Geräte finden könnt. Dann stelle ich euch die Zutaten für Takoyaki vor. Für den Teig von Takoyaki benutze ich Mehl, das ist 405, Sojasauce, Milch, Wasser, Eier und Dashi bzw. Dashinomoto. Diesen Dashinomoto habe ich bei Edeka gekauft. Bei Edeka kann man so eine Packung für Dashi kaufen. Für Inhalte benutze ich Lauchzwiebeln, Tenkatsu, Oktopus und Ingwer. Tenkatsu sind frittierte Teigflocken, die man in asiatischen Supermärkten kaufen kann. Einige von euch merkt kein Oktopus, bzw. man kann nicht einfach in Deutschland Oktopus kaufen. Ich habe diesen Oktopus bei Edeka bei einem Fischerei gekauft. Alternativ zu Oktopus kann man Garnelen benutzen. Ich esse gerne auch diesen Garnelen. Ja, für den Takoyaki kann man diesen Garnelen auch benutzen. Ja, noch eine Alternative ist Würstchen. Ihr könnt diese Würstchen ganz klein schneiden und in den Takoyaki könnt ihr reingeben. Ansonsten
könnt ihr auch Mais geben. Ja. Hier 3 Inhalte sind alternativ für Oktopus. Für Takoyaki muss man auch Soße zubereiten. Ich benutze einfach diese fertige Soße, Tonkatsu-Soße. Das kann man bei Asien-Supermärkten oder bei Amazon kaufen. Aber kann man auch diese Soße selber machen. In diesem Video zeige ich euch auch, wie man diese Soße machen kann. Außerdem brauchen wir für den Takoyaki diese grüne Seitan und Bonito-Flocken. Diese kann ich leider nicht selber machen, deswegen muss man kaufen. Die Zutaten für den Takoyaki habe ich in der Videobeschreibung geschrieben. Dann bereite ich mich auf den Teig vor. Ich gebe die Zutaten in diese großen Schüssel. 250 Gramm Mehl, 800 Milliliter Wasser, 1 Esslöffel Dashi, 2 Esslöffel Milch, 2 Teelöffel Sojasauce, und 4 Eier. Diese Zutaten mische ich alles komplett, bis alle vermischt werden. Ich gebe dann den Teig in eine leere Flasche. Das hilft später beim Teiggießen auf eine Takoyaki-Pfanne. Wenn man aber keine leere Flasche zu Hause hat, dann kann man einfach mit einem großen Löffel den Teig direkt auf eine Takoyaki-Pfanne geben. Dann bereite ich mich auf die Inhalte für Takoyaki vor. Dafür muss ich vorher ein paar Inhalte schneiden, zum Beispiel Lauchzwiebeln. Und wenn man Würstchen benutzt, dann muss man auch Würstchen klein schneiden und auch Oktopus. Ich habe schon mal vorher klein geschnitten, aber wenn man im Supermarkt ein Stück Oktopus kauft, dann ist es groß, deswegen muss man selber schneiden und ungefähr so eine Größe. Ja, und wenn man auch Garnelen benutzt, dann muss man das auch schneiden, aber vorher brate ich auf eine Pfanne. Dann zum Schluss muss man auch diesen Ingo auch klein schneiden. Das ist schon mal ja, klein, aber ich möchte noch ein bisschen kleiner schneiden, damit Takoyaki noch lecker schmeckt. Ich habe auch 2 verschiedene Größen von Lauchzwiebeln vorbereitet. Das ist kleiner als diese Lauchzwiebeln. Diese kleinen Lauchzwiebeln benutze ich für den Teig und diese Lauchzwiebeln habe ich auch klein, aber dünn geschnitten. Das benutze ich auf den Takoyaki, also auf der Soße. Ich mache dann selber die Takoyaki-Soße, aber wenn man zu Hause so eine fertige Tonkatsu-Soße hat, dann muss man nicht selber die Soße machen. Ich zeige euch dann, wie man die Soße selber machen kann. Ich gebe in die Soße weißen Pulver zusammen, aber diesen zusammen ist Körner, deswegen muss ich das zerreiben. Ich mische dann alle Zutaten für die Soße. 1 Teelöffel Zucker, 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Wasser, 2 Esslöffel Ketchup, 3 Esslöffel Oysternsoße, 1 Esslöffel Mayonnaise
und ein Esslöffel weißen Pulversesam. Die alle Zutaten mische ich zusammen, dann ist Takoyaki-Soße fertig. Das ist Takoyaki-Soße. Die Soße kann man auch natürlich für andere Gerichte benutzen, zum Beispiel für Schnitzel, Okonomiyaki, Yakisoba und so weiter. Dann braten wir Takoyaki. Zuerst muss ich Feuer anzünden, danach muss ich direkt Öl auf die Pfanne geben. Dabei benutze ich diese Dinge. Ich weiß nicht diese Dinge auf Deutsch, aber ja, wenn man sowas nicht hat, dann kann man selber sowas machen. Das habe ich mit einem Esslöffel und Küchenpapier gemacht und mit einem Gummiband. Ja, das ist Alternative von diesen Dingen. Genau. Ich benutze aber heute diese und in einer Schüssel gibt es schon Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Ja, das muss ich auf die Pfanne später geben. Dann gebe ich Teig, ja, was ich schon mal in eine Flasche gegeben habe. Und danach gebe ich Stück für Stück Inhalte, also Oktopus, Lauchzwiebeln und so weiter. Dann zeige ich, wie man genau Takoyaki braten kann. Ich mache dann Feuer an. Dann gebe ich Öl auf das Takoyaki-Blech. Das Öl sollte gleichmäßig verteilt werden. Man sollte also das gesamte Takoyaki-Blech einölen. Danach prüfe ich, ob das Takoyaki-Blech schon heiß genug ist. Man kann die Temperatur entweder mit einem Esslöffel oder auch mit einem kleinen Stück Lauchzwiebeln testen. Wenn kleine Luftblasen auftreten, ist das Takoyaki-Blech heiß genug. Dann gebe ich den Takoyaki-Teig auf das Blech. Den Teig sollte man nicht nur in die Kugelformen geben, sondern auf das gesamte Takoyaki-Blech, damit die Takoyaki größer werden. Aber bitte vorsichtig, dass der Teig nicht überläuft. Anschließend gebe ich den Hauptinhalt, zum Beispiel kleine Oktopusstücke, Garnelen oder Würstchen jeweils in eine Kugelform. Danach folgen weitere kleine Inhalte, beispielsweise geschnittene Lauchzwiebeln, Ingwerstücke und Tenkatsu. Falls ihr kein Tenkatsu habt, ist das kein Problem. Man muss es nicht benutzen, aber Tenkatsu macht die Takoyaki weicher und leckerer. Wenn alle Zutaten drin sind, schneide ich mit einem Bambusspieß am Rand und ihn zwischen den Kugeln entlang. Dadurch kann ich die Takoyaki leichter umdrehen. Dann drehe ich die Takoyaki um und benutze hierfür wieder den Bambusspieß. Man kann die Takoyaki auch mit einem Esslöffel drehen, aber bitte benutzt keinen Spieß aus Metall. Sonst wird das Takoyaki-Blech zerkratzt. Die Takoyaki dreht man, indem man sie von unten nach oben hochhebt. Man malt mit dem Bambusspieß einfach die Kugelform nach. Hierfür braucht man ein bisschen Übung, aber keine Sorge. Man lernt es schnell und man wird immer besser. Die Takoyaki müssen nach dem ersten Umdrehen noch nicht rund sein. Ab dem zweiten Umdrehen kann man die Takoyaki in eine runde Form bringen. Als ich in einem Takoyaki-Restaurant gearbeitet habe, habe ich gelernt, dass man die Takoyaki nur 3-mal drehen sollte, bis sie rund sind. Spätestens nach der dritten Drehung sollten sie eine runde Form haben. Man kann die Takoyaki natürlich so oft drehen, wie man möchte, bis alle Seiten braun sind. Wenn man sie aber zu oft dreht, werden die Takoyaki kleiner. Solange die Takoyaki in den Blechformen liegen, sind sie groß. Das liegt an der heißen Luft in den Takoyaki. Das heißt, wenn die Takoyaki abgekühlt werden, werden sie ein bisschen kleiner. Deswegen empfehle ich euch, dass ihr die Takoyaki nach dem Braten direkt essen solltet, solange die Takoyaki noch warm sind. Sobald alle Takoyaki eine runde Form haben, sollte man die einzelnen Takoyaki austauschen. Ihr müsstet schauen, wo euer Takoyaki-Blech am heißesten ist. Dort werden die Takoyaki am schnellsten braun. Tauscht also die braunen Takoyaki mit dem noch hellen Takoyaki aus, damit alle gleichmäßig braun werden.
Bei mir ist das Blech in der Mitte heißer und am Rand nicht so heiß. Deswegen tausche ich die Takoyaki am Rand und die in der Mitte. Dann drehe ich nochmal die Takoyaki, bis alle Takoyaki gleichmäßig braun sind. Passt bitte auch, dass die Takoyaki dabei nicht verbrennen. Man sollte sie nur so lange braten, bis sie leicht knusprig aussehen. Wenn Takoyaki fertig sind, gebe ich sie auf einen Teller. In Osaka werden die Takoyaki oft in einer Pappschale serviert, so wie in diesem Video. Aber man kann sie natürlich auch einfach auf normalen Tellern essen. So werden Takoyaki gebraten. Ich gebe dann die Soße auf Takoyaki. Und ich mag Mayonnaise, deswegen gebe ich auch Mayo drauf. Aber man kann ohne Mayonnaise Takoyaki essen. Und gebe ich auch geschnittene Rauchzwiebeln. Takoyaki mit Rauchzwiebeln schmeckt richtig gut. Und Seitan. Dann Bonito-Flocken. So, Takoyaki ist fertig. Das ist Takoyaki. Man isst normalerweise Takoyaki mit Takoyaki-Soße, aber man kann auch Takoyaki mit Salz oder Sojasauce essen. Ich zeige euch, wie man das macht. Als ich noch in einem Takoyaki-Restaurant gearbeitet habe, habe ich oft gerne Takoyaki mit Salz gegessen. Und damals habe ich so gemacht: Mayonnaise erstmal drauf, dann Rauchzwiebeln, dann gebe ich drauf Salz. Ja, das ist Takoyaki mit Salz. Und hier mache ich dann Sojasauce. Für Sojasauce benutze ich kein Mayo. Man kann natürlich auch Mayo geben, aber ich mache ohne Sojasauce. Und gebe ich Rauchzwiebeln, dann Sojasauce, nicht so viel, sonst ist es ein bisschen scharf. Dann gebe ich Bonito-Flocken. Das ist Takoyaki mit Sojasauce. Dann itadakimasu. Guten Appetit. Ich probiere mal dann erstmal normalen Takoyaki, also mit Soße. Vorsichtig, das ist richtig heiß. Mit Joshi. Richtig, richtig lecker. Draußen knusprig und drinnen sehr weich. Das ist idealer Takoyaki. Dann probiere ich mal Salz-Takoyaki. Also Takoyaki mit Salz. Mit Salz schmeckt auch gut. Ich mag eigentlich Takoyaki mit Salz, also
Salz schmeckt besser als Soße, finde ich. Also, ich habe schon mal in Japan ganz oft Takoyaki gegessen. Deswegen Takoyaki mit Soße ist ein bisschen langweilig. Aber mit Salz ist ein bisschen neu und schmeckt wirklich gut. Also Takoyaki mit Salz, Mayonnaise und Lauchzwiebeln, diese Variation. Richtig gut. Richtig gut. Dann probiere ich mal Takoyaki mit Sojasauce. Ja, mal schauen. Ja, Sojasauce schmeckt auch gut. Das ist also Takoyaki mit Sojasauce, Lauchzwiebeln und Bonito-Flocken. Sehr gut. Dann esse ich erstmal alles aus. Dann bis gleich. Für Takoyaki benutzen wir auch diesen grünen Seetang. Das kann man weglassen oder ja, natürlich kann man mitessen. Aber vor allem Frauen oder Mädchen möchten immer diesen grünen Seetang weglassen, wenn man draußen Takoyaki essen möchte. Ja, wegen der Aussehen. Wenn man diesen Takoyaki mit Seetang isst, dann klebt dieser Seetang an Zähne. Und ja, nach dem Essen und wenn man lächelt, sieht man so grüne Dinge auf der Zähne. Möglicherweise habe ich auch jetzt dabei, aber ja, in Japan ist es manchmal so wichtig, wie man vom anderen ausgesehen wird oder so. Deswegen achtet man manchmal sowas. Und ich habe auch in Japan diesen Seetang weggemacht und in einem Takoyaki-Restaurant kann man diesen Seetang oder Bonito-Flocken beziehungsweise auch Lauchzwiebeln, Mayonnaise und so weiter, das könnt ihr alles weglassen. Und außerdem, meistens Lauchzwiebeln ist ja zusätzlich, also muss man möglicherweise zum Beispiel 50 Yen, also ungefähr 50 Cent extra bezahlen für den Lauchzwiebeln. Oder man kann auch Käse bestellen. Wo ich gearbeitet habe, konnte man mit 50 Yen damals ja, Käse auch extra bestellen. Dann einstückige Käse ist auf dem Takoyaki drauf. Sowas kann man auch machen. Gochizou-sama deshita. Danke fürs Essen. Ja, das war richtig lecker. Ich habe alles ausgegessen. Es war einfach lecker. Letztes Mal, als Tobi von YouTube-Kanal Mr. Nippon bei mir war, habe ich für ihn auch Takoyaki gekocht. Und er hat mein Takoyaki gegessen. Hoffentlich hat Takoyaki auch für ihn gut geschmeckt. Richtig lecker. Wie war das Video? Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video etwas Spaß haben konntet und ihr jetzt zu Hause Takoyaki backen könntet. Takoyaki ist richtig lecker. Ich habe heute in diesem Video gezeigt, wie man Takoyaki zu Hause machen kann. Aber Takoyaki in Osaka schmeckt richtig gut. Falls ihr nach Osaka, nach Japan fliegen würdet, dann esst bitte Takoyaki in Osaka. Es schmeckt wirklich gut. Und ich empfehle euch, dass ihr Takoyaki mit Salz isst. Takoyaki mit Salz schmeckt auch gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen und meine Motivation ist auch erhöht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann ciao! Sayonara! Bye!